Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Es ist der schönste Tag der Woche. Es ist Spieltag. Das neue, erfrischende Real Madrid von Xabi Alonso trifft heute Abend um 21 Uhr im Achtelfinale der Clubweltmeisterschaft auf Juventus Turin. Dienhausen gegen seine alten Kollegen, Arda Güler gegen Kenan Yildiz etc. etc. Es wird auf jeden Fall ein absolutes Spitzenspiel. Und ja, natürlich wird es heute Abend einen Watchalong geben. Ich persönlich würde mich freuen, mit so vielen wie möglich von euch dieses Spiel zusammenzuschauen. Also ihr seid alle herzlich eingeladen. Kurz vor 9 startet die Übertragung hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, heute reden wir natürlich über das Spiel, was heute Abend ansteht. Wir werfen einen Blick, was gestern bei der Club-WM passiert ist. Dann gibt es neue Informationen zu Nico Paz. Real Madrid hat eine endgültige Entscheidung getroffen. Und es gibt auch noch für jeden Madridistas 2 sehr, sehr schöne Überraschungen. Was ich damit meine, erfahrt ihr gleich. Und natürlich mache ich am Ende auch meine Aufstellung für das Spiel. Also viel Spaß beim Video. Gestern war mal wieder das perfekte Beispiel, warum ich nicht auf Fußballspiele wette. Naja, ich wette überhaupt nicht. Aber was waren das bitte für Ergebnisse? Fluminense schlägt Inter Mailand, den Champions League Finalisten, mit 2:0. Und das Ganze nicht einmal unverdient. Natürlich hatte Inter Mailand auch ihre Chancen, aber man muss sagen, Fluminense hat über die 90 Minuten gleichwertig dagegen gehalten. Und ich glaube, keiner kann behaupten, dass dieses Ergebnis unverdient war. Also diese FIFA Club WM wird von Spieltag zu Spieltag besser und jetzt gibt es auch die ersten größeren Überraschungen. Ja, und wenn wir von größeren Überraschungen reden, was ist denn bitte heute Nacht passiert? Al-Hilal schmeißt Manchester City aus der Club WM. Al-Hilal hat in 2 Spielen gegen Real Madrid und gegen Manchester City unentschieden gespielt und gewonnen. Was ist hier los? Cristiano Ronaldo hat circa vor einem Monat in einem Interview mal gesagt, die saudi-arabische Liga ist viel stärker als alle anderen denken. Nur die hier spielen, wissen, wie stark das Niveau ist. Und Al-Hilal, die sind nicht mal Meister geworden. Und die haben gegen dieses neue Manchester City die Club-WM bisher zerstört haben, die gegen Juve 5:1 gewonnen haben, mit Reindiers, mit Cherki etc., mit den verletzten Rodri wieder, mit allem angespielt. Und Al-Hilal ist weitergekommen. Al-Hilal ist in Saudi-Arabien nicht mal Meister geworden. Ja, und ratet mal, wer in dieser Liga Torschützenkönig geworden ist. Mit fast 40 Jahren. Also, für mich ist das der nächste Punkt auf der Liste, warum ich glaube, Cristiano Ronaldo ist der absolute GOAT dieses Sports. Unglaubliche Wahnsinnsleistung. Ja, das waren die Ergebnisse von gestern. Und heute kommt noch ein Spiel auf uns zu. Ich glaube, da brauche ich euch nicht viel sagen, wer das ist. Das ist natürlich Real Madrid gegen Juventus Turin. Wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns heute Abend. Ja. Dann, ihr wisst, nach dem Rückblick auf die Club-WM kommt der Zuschauerkommentar und diesmal habe ich mir einen ausgesucht vom lieben Haris Dries, der geschrieben hat: Danke für das Video, Mario. Es ist das wichtigste Video seit langem. Genau für diesen Content ist diese Familie entstanden. Ich liebe dich und diese Videos, Mario. Du zeigst, dass man nicht alleine ist mit diesem Gefühl. Du bringst uns Madridistas mit diesen Videos noch mehr zusammen und wenn du es nicht berichtest, klärt uns niemand auf. Bitte liked alle, der Algorithmus hat mir das Video nicht angezeigt, kommentiert auch. Also, zunächst einmal vielen Dank für diesen netten Kommentar. Ja, warum habe ich diesen Kommentar ausgewählt? Wenn ich Videos mache über die Schiedsrichter, über den Negreira-Skandal etc., hagelt es immer wieder auch Kritik, das muss ich so sagen. Ganz oft kommt dieses Thema mit, wir sind ein Madrid-Kanal, rede nicht über Barca oder läster nicht über Barca. Ich möchte noch mal eins klarstellen. Gegen den Verein FC Barcelona an sich habe ich nichts.
Ich habe auch nichts gegen die Spieler. Keine Ahnung, wie oft ich gesagt habe, dass ein Lamine Yamal die nächsten 10 Jahre, wenn er im Kopf klar bleibt und ohne Verletzungen, immer ein Ballon d'Or-Kandidat ist. Also Pedri etc., ich sage immer wieder, einer der besten Mittelfeldspieler. Also es ist ja nicht so, dass ich blanken Hass auf jeden Einzelnen habe, der irgendwas mit dem FC Barcelona zu tun hat. Darum geht es mir nicht. Mir geht es bei diesem Kanal um Aufklärung. Und diese Aufklärung sehe ich in Deutschland kaum irgendwo anders. Ich möchte mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, ich bin der Einzige. Nein, es gibt mit Sicherheit Real Total etc. klären hier und da auch nochmal auf. Aber solange der FC Barcelona, der Gerichtsprozess um Negreira nicht absolviert wurde und die gerechte Strafe gekommen ist, und solange Barcelona ihre finanziellen Machenschaften weitermacht und dadurch die Wettbewerbsgleichheit manipuliert und kaputt macht, solange werde ich das auf diesem Kanal erwähnen. Für diejenigen, die sagen, ey, das ist nichts für mich, könnt ihr gerne dieses Video oder diesen Part skippen, aber mir ist das essentiell, dass ich hier nicht nur Hype-Themen mache und wer ist besser als oder was auch immer. Mir geht es auch ein bisschen um Essenz und dass diese Themen wirklich angesprochen werden. Sonst hätte es ehrlich gesagt diesen Kanal nie gegeben. Ja, also wie gesagt, vielen Dank für diesen Kommentar. Ja, und apropos, wenn ich gerade mal dran denke, ich vergesse es so oft, ich bin leider ganz schlecht, was das angeht. Ich habe gestern mit Dihan meine 6. Folge des neuen Podcasts Klein und Haarig veröffentlicht. Und wenn ihr mal hören wollt, wie wir eine Stunde unter anderem darüber diskutieren, ob Arda Güler jetzt Stammspieler ist, ob Woltemade für 100 Millionen wechseln sollte oder allgemein die Entwicklung von Real Madrid, geht auf Spotify und klickt auf den Podcast, lasst ein Follow da, lasst einen Kommentar da. Mich würde es freuen und ich fand den Podcast von gestern wieder, ehrlich gesagt, extrem interessant. Ja, kommen wir jetzt zum Thema, warum viele von euch hier sind. Real Madrid gegen Juventus Turin. Ja, und Xabi Alonso wurde natürlich zum Gegner gefragt. Hören wir uns erst einmal an, was unser Trainer da zu sagen hat. Was denken Sie über Juve? Was könnte morgen die größte Gefahr sein? Es ist eine sehr intensive Mannschaft, ganz im Stil von Tudor, mit klaren Ideen, mit großer kollektiver und individueller Qualität. Spieler auf sehr hohem Niveau, die sehr wettbewerbsfähig sind und die dieses Jahr entweder ausgeliehen oder verpflichtet werden konnten. Und sicher erwartet uns ein starker Gegner, eine harte Mannschaft. Unsere Referenz ist nicht das letzte Spiel gegen City, unsere Maßstäbe sind andere und wir werden darauf vorbereitet sein. Ja, ein kollektiv und individuell sehr starkes Team. Wir dürfen uns von dem Spiel gegen Manchester City von denen nicht ablenken lassen. Das war nicht Juventus Turin. Eine italienische Mannschaft, ein absoluter Topverein wie Juventus Turin in der K.O.-Phase. Diese Club-WM hat uns gezeigt, dass jedes Spiel verdammt eng ist. Das wird es auch heute Abend. Wie gesagt, dazu hat Juve absolute individuelle Superspieler, wie einen Yildiz, wie einen Conceição. Vorne drin finde ich den Vlahovic auch gut. Also die haben wirklich eine gute Elf zusammen und auch kollektiv arbeiten die. Wir Madridistas dürfen nicht denken, dass das heute irgendeine Art Selbstläufer wird. Real Madrid muss die Leistung wie gegen Salzburg zumindest egalisieren, am besten noch etwas besser werden. Und dann sehe ich, wenn wir diese Leistung auch wirklich bringen, gute Chancen auf ein Viertelfinale. Ja, das ist meine Meinung. Es wird ein sauschweres Spiel. Und ich glaube, das hat man auch im Training gesehen gestern. Schauen wir uns das Abschlusstraining von unseren Jungs zusammen einmal an.
Ja, und ich hatte euch 2 Überraschungen versprochen. Derjenige, der genau hingeschaut hat, hat sie auch schon gesehen. Denn ein Xabi Alonso wurde gestern in der Pressekonferenz gefragt nach einem Dani Carvajal und einem Eder Militao. Und Xabi Alonso hat bestätigt, beide stehen heute zum ersten Mal wieder im Kader. Nach über 9 Monaten Verletzung. Für mich ist das so eine enorme Freude. Dani Carvajal, unser Pitbull, unser Kapitän. Viele haben gesagt, seine Karriere ist vorbei. Der wird nie wieder Fußball spielen. Ob der überhaupt laufen kann, ist eine Frage. Ich meine, wir alle haben noch dieses Bein im Blick gegen Villarreal, das wie ein V aussah, nur falsch rum. Also ganz schlimme Verletzung von Dani Carvajal. Ich selber hatte die ersten 2 Tage auch Angst, ob der jemals überhaupt wieder Fußball spielen kann. Und jetzt 9 Monate, das ist nichts. 9 Monate später ist er wieder im Kader. Eine Riesenfreude. Xabi Alonso hat auch klar gemacht, natürlich sind die noch nicht bereit, von Anfang an zu spielen, über 90 Minuten etc. Es steht auch in Frage, ob die überhaupt Minuten heute bekommen. Aber im Laufe der Saison werden beide sehr wichtig sein. Und es ist auch dafür, dass sie auf der Bank die Mannschaft mit animieren. Spielt für mich aber keine Rolle. Es ist eine Riesenfreude. Ja, und wenn wir uns das Training gerade schon mal angeschaut haben, ich sage ja immer wieder, Erfolg ist kein Zufall, Erfolg ist harte Arbeit. Und ich habe noch ein Video für euch rausgesucht. Achtet mal bitte auf diese Sequenz. Ihr werdet ein Real Madrid sehen, die Spieler ausgelassen haben, Spaß etc. Und dann achtet mal drauf, wenn Xabi Alonso ins Bild kommt und anfängt zu rufen, zu schreien, was da los ist. Was für eine Energie, was für eine Präsenz, was für eine Seriosität. Schaut es euch einmal an. And another interesting thing is that this facility actually it wasn't as if it's bad, but they had to upgrade it to Real Madrid standard. Ja, unglaublich. Also sowas feiere ich. Ja, die Mannschaft kann ihren Spaß haben etc. Aber auf dem Trainingsplatz ist man da, um zu arbeiten. Die können die restlichen 22 Stunden am Tag Spaß haben, Playsee spielen, was auch immer, können die machen, was die wollen. Aber auf dem Platz wird gearbeitet. Und dass ein Xabi Alonso nach 2 Wochen da so durchgreift, wie gesagt, ist für mich erfrischend, ist eine Freude. Und ich sehe wieder in dieser Mannschaft, das ist kein Zufall, dass wir so gegen Salzburg gespielt haben, wie wir gespielt haben. Ja, wer sich das Spektakel nicht verpassen möchte, habe ich euch gestern gesagt, Florentino Perez, das seht ihr parallel, der ist angekommen in Miami, der bleibt, wie gesagt, jetzt bei der Mannschaft, bis die Mannschaft aus der Club-WM fliegt. Hoffentlich bleibt er da, bis am Ende Dani Carvajal die Trophäe in den Himmel ragt oder ein Fede Valverde. Das wäre eine Riesenfreude. Real Madrid, das könnt ihr eurem Präsidenten auch nicht antun. Der Mann ist über 70, der ist gerade bis nach Amerika geflogen. Ihr könnt ihn ja nicht direkt morgen wieder zurückfliegen lassen. Also konzentriert euch mal. Ja, dann wie gesagt, hatte ich euch versprochen, neue Informationen zu Nico Paz. Fabrizio Romano hat es gestern auf seinem X-Account bestätigt. Schauen wir uns das mal an. Nach dem Vertrag mit Franco Mastantuono wird Real Madrid in diesem Sommer Nico Paz nicht mehr unter Vertrag nehmen. Nico Paz wird noch eine Saison bei Como unter Cesc Fabregas bleiben, wie Real bestätigte. Real Madrid wird für Sommer 2026 eine Rückkaufklausel in Höhe von 9 Millionen Euro haben, für den Sommer 2027 in Höhe von 10 Millionen Euro. Und ganz ehrlich, ich hatte bei dieser Nachricht ein geteiltes Herz. Auf der einen Seite hat es unglaublich Spaß gemacht, Nico Paz bei Como Fußball spielen zu sehen. Der Junge war erfrischend, einer der Spieler der Saison in Italien und ich glaube auch, der hätte bei Real Madrid helfen können. Auf der anderen Seite vertraue ich einem Xabi Alonso. Wenn ein Xabi Alonso sagt, ein Nico Paz, natürlich kann der Real Madrid helfen, ist ein toller Spieler, aber ein Nico Paz braucht noch diese Minuten, dass der eine Saison unangetastet Stammspieler ist, wie bei Como, um sich zu entwickeln.
dann ist das das Beste für diesen Jungen. Vor allem, wie ihr gehört habt, Real Madrid kann ihn nächstes Jahr zurückkaufen für 9, danach das Jahr für 10. Wir können uns also seine Entwicklung noch 1-2 Jahre anschauen. Der Junge kann noch besser werden und dann gestärkt noch einmal zurück zu Real Madrid. Also, wie gesagt, es hätte mich persönlich zwar gefreut, ihn wieder im weißen Trikot zu sehen, weil ich ein Nico Pass-Liebhaber bin, aber auf der anderen Seite, wenn Xabi Alonso denkt, das ist das Beste für diesen Jungen, dann kann ich diesen Schritt auch nachvollziehen. Ja, was das Beste für die Mannschaft ist, muss heute der Trainer natürlich auch entscheiden. Eigentlich ist die Aufstellung schon ziemlich klar. Es steht im Endeffekt ein Fragezeichen hinter Gonzalo, ob ein Kylian Mbappé wieder spielen sollte oder nicht. Aber, wie ich letztens schon gesagt habe, viele von euch oder viele Madridismo vermitteln diesen Gedanken, ein Kylian Mbappé wird die Mannschaft schwächen, weil er nicht so für das Kollektiv kämpft wie ein Gonzalo Garcia. Ein Gonzalo zerreißt sich ja von Spiel zu Spiel, jede Zweikampf, als wenn es sein letzter wäre. Das Tor von ihm war signifikant für seinen Einsatzwillen, wie er nicht aufgehört hat zu arbeiten, bis er den Ball im Tor hatte. Also wie gesagt, das hat mich absolut beeindruckt. Aber ich habe euch auch gesagt, unter dem Xabi Alonso hat ein Kylian Mbappé gar keine andere Chance als zu arbeiten. Ein Xabi Alonso sagt jedes Mal wieder, alle arbeiten, egal wie sie heißen. Ja, und dass das von mir keine Fantasie ist, das hat unser Trainer gestern in der Pressekonferenz wieder einmal bewiesen. Hört da einmal rein. Hallo Xavi, Etial Golo für RMC Sport in Frankreich. Noch eine Frage zu Kylian. Ich weiß nicht, ob er morgen in der Startelf stehen wird. Aber was wirst du in dieser Saison von ihm verlangen? Offensiv, defensiv und auch in Bezug auf die Einstellung, vielleicht ein Anführer dieser Gruppe zu sein? Nun, er ist schon ein Anführer durch seinen Einfluss, durch seine Ausstrahlung. Und dann, wie ich schon sagte, müssen wir alle dem kollektiven Gedanken verpflichtet sein, wenn wir den Ball haben, wenn wir den Ball nicht haben. Und dafür müssen es alle, die auf dem Platz stehen, umsetzen, sowohl Kylian als auch Dean, Aurel, Dan und Carlos, alle Spieler. Die Anforderungen sind für alle Spieler gleich. Also zunächst einmal, mein Übersetzungs-AI-Programm ist Rassist, denn Xabi Alonso hat am Ende nicht Carlos gesagt, sondern Ceballos. Aber das AI-Programm hat sich gedacht, ach, der sagt irgendeinen spanischen Namen, wird wohl Carlos gewesen sein. Also, verwundert euch nicht, dass ihr da Carlos gehört habt. Das AI ist da ein bisschen rassistisch. Aber darum geht es ja nicht. Es geht sich vielmehr um den Inhalt. Er hat klar gemacht, alle müssen laufen. Sowohl in der Vorwärts- als auch in der Rückwärtsbewegung. Vorher hat er auch klar gemacht, die Distanzen sind das Wichtigste. Wir müssen als Mannschaft immer eng beieinander stehen. Sowohl in der Vorwärts- als auch in der Rückwärtsbewegung. Nur so kannst du heutzutage Spiele gewinnen. So bist du in der Offensive stärker und in der Defensive. Also für all die, die immer noch diese Angst haben, dass ein Xabi Alonso bei Kylian Mbappé lockerer sein wird. Ich glaube, dieser Trainer vermittelt mir etwas ganz anderes. Wenn ihr das was anderes seht, lasst das gerne in den Kommentaren. Ja, und jetzt Trommelwirbel, meine Aufstellung für das Spiel heute Abend. Ja, und das war viel Trommelwirbel etc. pp. Und jetzt werde ich viele von euch enttäuschen. Denn wieso sollte ich nach einem der besten Spiele in den letzten Jahren irgendetwas tauschen? Ich weiß, ein Asensio ist zurück. Ich weiß, ein Mbappé ist zurück. Aber diese Mannschaft, die uns gegen Salzburg begeistert hat, vor allem in der ersten Halbzeit, die bleibt absolut unangerührt. Ich würde natürlich die genau gleiche Aufstellung nehmen wie gegen Salzburg. Ich würde sogar die gleichen taktischen Anweisungen wiedergeben. Wieder die offensiven Trent Alexander-Arnold und Fran Garcia. Wieder ein Arda Güler als Motor des Spiels, der in der Defensivbewegung mit Fede Valverde tauscht. In der Offensivbewegung übernimmt er wieder das Kommando. Ich würde absolut nichts tauschen. Im Gegenteil, ich würde mit Respekt für Xabi Alonsos Aufstellung klatschen. Ja, ihr könnt natürlich eure Meinung zu diesem Video, zu dieser Aufstellung etc. gerne in den Kommentaren lassen. Für diejenigen, die den Podcast schon gehört haben, könnt ihr die Meinung auch gerne in den Kommentaren lassen. Würde mich freuen, da etwas zu lesen. Also denkt dran, hört euch den mal an, wenn ihr Zeit habt. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns heute Abend wieder. Kurz vor 9 startet der Livestream. Ich freue mich auf jeden einzelnen von euch. Bis dahin. À la Madrid!